Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal was ganz anderes für euch, aber auch was man super für den Modellbau einsetzen kann und auch gebrauchen kann. Viele haben das natürlich schon, nämlich einen 3D-Drucker. Und zwar die High Combo von Creality. Das ist nicht nur ein einfacher 3D-Drucker, sondern er kann auch mehrfarbig drucken. Daher ist bei der Combo auch noch eine sogenannte CFS dabei, in der man 4 Filamentrollen einsetzen kann, aber das zeige ich euch gleich noch alles. Creality hat mir gesagt, dass dieser Drucker gut, günstig, einfach aufzubauen ist und auch noch anfängerfreundlich ist. Das ist natürlich perfekt, denn wer hat schon Geld so viel, wer möchte nicht möglichst einfach schöne Druckergebnisse haben, und ich bin auch noch blutiger Anfänger in Sachen 3D-Druck. Ich hatte zwar mal vor Jahren so einen ganz billigen Selbstbaudrucker, aber das war alles mehr schlecht als recht. Also habe ich mir gedacht, wenn Creality schon so freundlich fragt, probiere ich den Drucker mal für euch aus. Creality hat mir nämlich freundlicherweise den Drucker zur Verfügung gestellt, aber keinerlei Anweisungen gegeben. Und ich werde den Drucker auch aus freien Stücken als 3D-Druckanfänger für euch mal ausprobieren. Also erwartet jetzt hier keine großen internen Spannungsprüfungen oder Leistungsmessungen. Dafür gibt es dann andere Videos. Wir werden die Combo erstmal auspacken und gucken, was alles mitgeliefert wird. Dann bauen wir den Drucker natürlich, beziehungsweise die Combo auch zusammen, führen die erste Installation durch und drucken natürlich auch ein erstes Modell. Das alles soll nämlich sehr einfach von der Hand gehen, also genau das Richtige für mich. Ich lasse mich mal überraschen, ob das wirklich alles so einfach ist, und ich würde sagen, wir legen sofort los. Viel Spaß! Ja, dann würde ich sagen, schneiden wir den Karton mal mit dem Cuttermesser auf und schauen uns mal an, was hier alles mitgeliefert wird. Was wir hier als allererstes sehen, ist, dass hier alles sehr gut in Schaumstoff gebettet ist und für den Transport gut gesichert ist. Als erstes haben wir dann hier 3 verschiedene PTFE-Schläuche, die nachher zur Filamentführung gebraucht werden. Welche wir nachher wo einsetzen, sehen wir dann noch. Dann haben wir als nächstes 2 Anschlusskabel für das CFS. Hier haben wir auch ein langes und ein kurzes Kabel, und wir haben hier noch ein doppelseitiges Klebepad, wo wir nachher den Filament-Hub mit an den Drucker befestigen können. Dann haben wir hier den gerade angesprochenen Filament-Hub. Hier können wir dann bis zu 4 CFS anschließen, um somit insgesamt mit 16 Farben drucken zu können. Dann haben wir hier den ersten großen Packen, und zwar haben wir hier das Filamentwechselsystem oder auch CFS genannt. Das müssen wir dann noch von den Schaumstoffseitenteilen und der Folie befreien. Hier können wir dann später bis zu 4 Filamentrollen einlegen. Wie das alles funktioniert, das zeige ich euch dann gleich noch. Dann haben wir als nächstes eine Anleitung, wie man das Druckbett entpackt. Dann haben wir als nächstes ein kleines Probepäckchen mit weißem Filament, was wir dann für den ersten Druck benutzen können. Ich habe aber freundlicherweise von Creality auch noch 4 1 Kilo Rollen Filament zur Verfügung gestellt bekommen. Leider hier erstmal nur 2 weiße und 2 graue Rollen, aber ich denke mal, ich werde noch ein paar farbige Rollen besorgen. Dann haben wir als nächstes das Netzkabel, hier zum Glück auch schon mit EU-Schuko-Stecker. Dann haben wir eine Tüte mit jede Menge Material drin, und zwar haben wir hier als erstes einen Stickerbogen von Creality. Dann eine After Sales Service Card. Natürlich haben wir auch noch die beiden Anleitungen dabei, einmal für den Drucker und einmal für das CFS. Beide Anleitungen sind hier auch unter anderem auf Deutsch und auch gut beschrieben. Dann haben wir hier noch eine kleine Filamentführung für den Fall, dass wir das CFS nicht benutzen. Dann noch so einen Drahtstocher für den Fall, dass mal die Düse verstopft sein sollte. Außerdem haben wir noch einen kleinen Seitenschneider und noch eine Tüte. Hier drin befinden sich dann 3 Kabelbinder, etwas Werkzeug für die Montage des Druckers, ein Ersatzreinigungspad für die Düse, eine Tube Fett zum Schmieren, 2 kleine Kunststoffabdeckungen für das Druckbett und noch die paar wenigen Montageschrauben, die wir zur Montage des Druckers benötigen. Als nächstes haben wir hier noch einen Filamentrollenhalter, wenn wir nur mit einer Filamentrolle arbeiten, ohne CFS. Dann kommen wir auch schon zum eigentlichen Drucker. Da haben wir dann als erstes das X- und Z-Achsenportal mit dem Druckkopf. Das ist auch schon alles sauber vormontiert. Das schauen wir uns dann nachher nochmal etwas genauer an, wenn der Drucker zusammengebaut ist. Und last but not least haben wir natürlich auch noch das Druckbett dabei. Das habe ich, wie ihr jetzt sehen könnt, etwas falsch aus der Packung geholt. Aber dafür haben wir hier schon mal die flexible Druckbettauflage. Eigentlich sollte man das Druckbett erst komplett mit den Spannbändern aus der Schaumstoffkiste rausziehen und dann erst die Spannbänder lösen. Hat bei mir aber, wie ihr sehen könnt, ja auch funktioniert. Das Druckbett ist ebenfalls komplett zusammengebaut mit allen Kabeln. Das schauen wir uns natürlich gleich auch nochmal etwas genauer an. Dann sehen wir jetzt hier nochmal im Überblick den gesamten Lieferumfang der Combo. Und ich würde sagen, als nächstes bauen wir mal den Drucker zusammen und schließen die CFS an. Für den Zusammenbau des Druckers benötigen wir einmal das vormontierte Druckbett und das X- und Z-Achsenportal, natürlich noch die Befestigungsschrauben und einen Imbusschlüssel. Als erstes müssen wir das Druckbett nach vorne schieben, um die beiden Portalaufnahmen zugänglich zu machen. Dann müssen wir einfach nur das X- und Z-Achsenportal nehmen und mit dem Druckkopf nach vorne gerichtet in die beiden vorgesehenen Aufnahmen einführen und einmal bis ganz unten einstecken. Dann benötigen wir als erstes die 4 M4er Schrauben für die Hauptbefestigung des Portals. Die Stützen werden dann mit jeweils 2 Schrauben von oben angeschraubt, einmal auf der linken und natürlich auch einmal auf der rechten Seite. Dann drehen wir den Drucker einmal um und benötigen noch die 2 M3er Schrauben für die zusätzliche Befestigung auf der Rückseite. Hier auch wieder eine Schraube auf der linken Seite und eine auf der rechten Seite einschrauben und festziehen. Damit wäre das Portal dann schon komplett befestigt.
Dann können wir als nächstes das Sicherungsklebeband der Kabelverbindungen auf beiden Seiten entfernen und dann auf der rechten Seite einmal den großen und den kleinen Stecker in die jeweilige Buchse einstecken und die überstehenden Kabel möglichst komplett in die Öffnung stecken. Das gleiche machen wir dann auch mit dem einzelnen Stecker auf der anderen Seite. Auch da müssen wir das Kabel wieder möglichst komplett in der Öffnung verschwinden lassen. Dann können wir die beiden Kunststoffabdeckungen auf beiden Seiten einstecken und somit sind die Kabel auch sicher versteckt. Dann müssen wir als nächstes noch das Flachbandkabel in die Steuereinheit der X-Achse stecken. Dazu müssen wir die X-Achse einmal händig, vorsichtig nach oben schieben, um den oberen Kabelclips freizulegen. Dann nehmen wir uns das Flachbandkabel und müssen es einmal mit den beiden Clipsen befestigen. Am besten direkt schon so, dass das Kabel mit dem Stecker entsprechend richtig rum angebracht wird. Dann müssen wir einfach nur den Stecker richtig herum oben in die Steuereinheit einstecken und das war's dann. Dann können wir noch den Einzelfilamentrollenhalter zusammenbauen. Der hat hier so einen Bajonettverschluss, den wir einfach nur einstecken und verdrehen müssen und dann ist er auch schon komplett fertig montiert. Wenn wir damit arbeiten wollen, muss er oben an der Portalbrücke an der markierten Stelle einfach nur angebracht und festgeklipst werden. Dann sitzt er schon bombenfest. Dann müssen wir dort nur noch die Filamentführung mit der übergebliebenen kleinen Schraube am Filamentrollenhalter festschrauben. Dann noch oben an der Führung einen PTFE-Schlauch einstecken und natürlich an dem Druckkopf ebenfalls. Zum Demontieren des PTFE-Schlauchs müssen wir dann einfach nur den schwarzen Ring ein wenig runterdrücken und dann können wir den Schlauch auch schon rausziehen. Als letztes haben wir hier unten noch das schwenkbare Display. Da können wir einmal die Schutzfolie abziehen und somit wäre der Creality High auch schon komplett montiert. Als nächstes verbinden wir das CFS mit dem Drucker. Dazu benötigen wir die beiden Anschlusskabel, zwei PTFE-Schläuche, das Klebepad und den Filamenthub. Den müssen wir erstmal am Drucker befestigen. Dazu nehmen wir uns einfach das doppelseitige Klebepad, kleben es hinten auf den Filamenthub und dann können wir den außen auf die rechte Portalstütze kleben. Ich habe ihn hier ungefähr mittig positioniert. Dann müssen wir einmal den Hebel des Filamenthubs nach oben gedrückt halten und dann von oben einen PTFE-Schlauch bis zum Anschlag einstecken. Das andere Ende kommt natürlich wieder in die Düse. Ich habe hierfür den kürzeren Schlauch genommen. Dann nehmen wir uns das CFS und das längere Anschlusskabel, stecken das einmal rechts in das Druckbett und das andere Ende in das CFS. Dann nehmen wir uns das kürzere Anschlusskabel, das stecken wir einmal an den äußeren Steckplatz des CFS und das andere Ende kommt hinten in den Filamenthub. Dann nehmen wir uns wieder einen PTFE-Schlauch, stecken den hinten in das CFS und das andere Ende in einen der 4 Eingänge vom Filamenthub. Als letzten Schritt müssen wir nur noch das Netzkabel hinten ins Druckbett einstecken. Und damit wäre die Montage des Creality High Kombos abgeschlossen und wir können als nächsten Schritt einmal mit der Ersteinrichtung des Druckers starten. Natürlich müssen wir den Drucker zuerst einmal einschalten, dann erscheint das Creality-Logo auf dem Display. Das bleibt auch erstmal für ca. 1 Minute so stehen, ohne dass etwas passiert. Dann können wir die Menüsprache wählen, hier leider erstmal nur Chinesisch und Englisch. Dann wird angezeigt, dass der Bauraum über dem Druckbett frei sein muss. Das ist bei mir der Fall, also können wir hier auf OK drücken. Dann kommt noch der übliche Datenschutzkram, den müssen wir einmal anklicken und mit OK weitergehen. Dann müssen wir das WLAN-Netzwerk auswählen, welches wir benutzen möchten, das Passwort eingeben. Und wenn das Netzwerk gefunden wurde und die Verbindung hergestellt wurde, können wir mit OK weitergehen. Dann müssen wir als nächstes die Zeitzone einstellen. Da wir hier gerade Sommerzeit haben, müssen wir auf UTC+2 klicken und dann wieder auf OK. Die Anmeldung bei der Creality Cloud überspringe ich jetzt erstmal und dann können wir im nächsten Schritt den Selbstcheck starten. Dann fängt der Drucker an, alle Achsen zu kalibrieren, alle Einstellungen zu prüfen und das Druckbett zu kalibrieren. Das kann einige Zeit dauern, in etwa so 10 bis 15 Minuten. Wenn er dann damit fertig ist, kommt es je nach Auslieferungszustand vor, dass noch ein Firmenupdate durchgeführt werden muss. Das müssen wir im ersten Schritt einmal herunterladen. Dann wird das Ganze installiert und danach werden wir aufgefordert, den Selbstcheck noch einmal durchzuführen. Also am besten einmal hier alles anklicken und den kompletten Selbstcheck noch einmal durchführen. Wenn das erledigt ist, einmal mit OK bestätigen und dann ist die Erstinstallation des Druckers auch schon durchgeführt und erfolgreich abgeschlossen. Dann gebe ich euch natürlich noch ein paar technische Daten des Kombos an die Hand. Und zwar erstmal zum Creality High Drucker selber. Dass er einfach zu montieren ist, habt ihr ja schon gesehen. Er ist nämlich schon zu 95% vormontiert. Ebenfalls haben wir hier ein richtig edles und schickes Design mit einem stabilen Gehäuse aus Vollmetall bzw. Aluminium, genauso wie das Druckbett. Dadurch haben wir aber auch ein Gewicht von ca. 9 Kilogramm. Das Druckvolumen beträgt hier 260 x 260 x 300 mm, also schon recht ordentlich.
Der Drucker hat eine automatische Druckbettkalibrierung, das heißt, wenn es aktiviert ist, habt ihr bei jedem Druck den perfekten ersten Layer. An der linken Seite befindet sich ein RFID-Chip für die automatische Filamenterkennung, also einfach das Creality-Filament dranhalten und alle nötigen Daten werden vom Drucker erkannt und erfasst. Auf der rechten Seite gibt es einen USB-Port für das Übertragen der Modelle von einem USB-Stick. Alternativ können Modelle aber auch über das WLAN auf den Drucker übertragen werden oder über die Creality Cloud. Der interne Speicher beträgt beim Creality High 8 GB. Ebenfalls auf der rechten Seite gibt es ein klapp- und schwenkbares, gut ablesbares 3,2 Zoll großes Touch-Display, über das wir die Einstellungen tätigen können. Auf der Rückseite haben wir dann noch den Ein-Ausschalter und den Stromanschluss. Wir haben für die XY-Achse FOC Schritt-Servomotoren verbaut und für die Z-Achse 2 normale Schrittmotore. Diese sorgen für einen relativ leisen Betrieb von ungefähr 48 Dezibel und eine Druckgeschwindigkeit bis zu 500 mm pro Sekunde bei einer Beschleunigung bis zu 12.000 mm pro Sekunde Quadrat. Die angegebene Druckgenauigkeit beträgt hier bei 100 mm ca. plus minus 0,1 mm, bei einer Schichtdicke von 0,1 bis 0,35 mm. Hier vorne im schicken Druckkopf sitzt ein Direktreifextruder aus Stahl, eine Trimetalldüse mit gehärteter Stahlspitze mit einem Durchmesser von 0,4 mm und im Gehäuse ist ein Doppellüfter verbaut, der für eine gute Kühlung sorgt. Auf der Vorderseite des Druckkopfs haben wir noch eine turbinenähnliche Öffnung und darüber ein beleuchtetes Creality-Logo, was sich während dem Druck dann dreht, wenn der Extruder das Filament einzieht. Auf der rechten Seite des Druckkopfs haben wir dann noch einen Filamentcutter, der ebenfalls automatisch vom Drucker verwendet wird, indem der Drucker rechts gegen den Anschlag der X-Achse fährt. Auf der linken Seite der X-Achse haben wir dann noch einen Filamentabstreifer, wo dann die Düse überstehendes Filament abstreifen kann. Hier in der rechten Ecke der X-Achse haben wir noch eine kleine Kamera eingebaut, die auch mit einem Privatsphäre-Schutz abgedeckt werden kann. Hierüber können zum Beispiel auch Timelapse-Aufnahmen des Drucks aufgezeichnet werden. Das Druckbett hat eine angegebene Leistung von 1000 Watt AC. Das bedeutet, es erreicht in nur ca. 30 Sekunden die 60 Grad und in ca. 90 Sekunden 100 Grad Temperatur. Maximal können hier 300 Grad Druckbetttemperatur erreicht werden. Auf der hinteren Seite des Druckbetts haben wir noch eine Metallplatte, die wohl zum Kalibrieren der Düse notwendig ist, und rechts daneben noch ein Reinigungspad, wo sich die Düse vor dem Druck reinigen kann. Gedruckt wird auf einer flexiblen, doppelseitigen Epoxy-Druckplatte. Das bedeutet gute Haftung beim Druck, aber gleichzeitig auch ein sehr einfaches Lösen der fertigen Modelle. Die Abmessungen des 3D-Druckers betragen 409 x 392 x 477 mm. Unterstützte Dateiformate sind G-Code und 3MF. Als Slicing-Software könnt ihr Creality Print verwenden oder Creality Cloud, wo man auch sogar Modelle mit dem Smartphone slicen kann. Der in der Combo enthaltene Filament-Hub erlaubt es, bis zu 4 CFS anzuschließen und somit mit insgesamt 16 Farben drucken zu können. Damit kommen wir zu den technischen Daten vom gerade angesprochenen CFS. Das CFS besteht zum größten Teil aus Kunststoff, hat im vorderen Bereich eine LCD-Anzeige, wo einmal die Temperatur und einmal die Luftfeuchtigkeit im Inneren des CFS angezeigt wird. Außerdem gibt es noch für jedes Filamentfach eine kleine Status-LED, ob eine Rolle eingelegt ist oder nicht. Die etwas durchsichtige Haube können wir nach Verschieben der beiden Sicherungen öffnen und dann in das CFS bis zu 4 kompatible Filamentrollen einlegen. Dabei sollte der Rollendurchmesser zwischen 197 und 202 mm und eine Dicke von 42 bis 68 mm haben. Auch hier sind wieder RFID-Chips verbaut, die das Creality-Filament automatisch erkennen und die Daten an den Drucker weitergeben. Alle 4 Filamentrollenplätze haben einen automatischen Filamenteinzug. Das heißt, einfach das Filamentende in den PTFE-Schlauch reinschieben und schon wird das Laden in den Drucker automatisch durchgeführt. Genauso übernimmt das CFS auch automatisch das Wechseln des Filamentes bei einem Mehrfarbendruck. Damit das Filament nicht versehentlich überspringen kann, gibt es hier oben an der Haube noch 4 gefederte Niederhalter, die bei geschlossener Haube auf die Filamentrollen drücken und somit das Überspringen verhindern. Eine aktive Trocknung des Filaments haben wir hier nicht. Hier gibt es lediglich am Boden 2 Fächer, in denen man Trocknungsgranulatsäckchen reinlegen kann, die dann die Feuchtigkeit aufnehmen können. Da der automatische Filamentwechsel komplett in dem CFS stattfindet, haben wir auf der Hinterseite auch nur einen Filamentausgang. Die Stromversorgung erfolgt hier über den Drucker. Das CFS hat eine Nennleistung von 20 Watt, wiegt 4,5 Kilogramm und hat eine Größe von 379 x 314 x 276 mm. Den ersten Druck habe ich mal ohne CFS mit dem Single-Filament-Halter gemacht. Dazu müssen wir einfach nur die Filamentrolle entnehmen. Ich benutze jetzt hier die Originalen von Creality mit dem RFID-Chip. Die kann man dann einfach an den RFID-Chip-Leser am Druckbett halten, damit die Filamentwerte erkannt werden. Dann brauchen wir die Rolle nur noch oben in den Rollenhalter einlegen und dann einmal das Filamentende in das PTFE-Rohr einführen, bis nach unten schieben und dann am Druckkopf den Hebel ziehen und das Filament bis zum Anschlag durchschieben. Hier sieht man jetzt auch, dass der Drucker das Filament schon erkannt hat. Als erstes Teil habe ich mir mal die Wastebox ausgesucht. Die Datei ist unter anderem hier schon auf dem Drucker gespeichert. Das heißt, einfach nur hier in die Dateien gehen, das Modell auswählen. Dann müssen wir noch die CFS ausstellen, denn die benutzen wir ja nicht. Und dann können wir einfach auf Print klicken und sofern das Kalibrieren aktiviert ist, fängt der Drucker dann mit der Kalibrierung an, levelt das Druckbett, zieht das Filament ein, reinigt nochmal die Düse und fängt dann an zu drucken. Da schauen wir uns jetzt mal ein paar Aufnahmen zu an und dann sehen wir uns gleich wieder.
So, der Drucker ist jetzt fertig mit dem Druck. Alles fährt zurück in die Parkposition. Dann können wir einmal mit OK den erfolgreichen Druck bestätigen. Dann kommt jetzt die praktische magnetische Druckauflage zum Einsatz. Die können wir einfach abnehmen und können das Modell dann sehr einfach von der Platte lösen. Dann noch etwas säubern und schon können wir die Wastebox benutzen. Wenn wir das Filament einzeln nutzen und wieder aus dem Drucker entnehmen wollen, gehen wir wieder ins Materialmenü, klicken dann einmal auf Retract, dann heizt die Druckdüse wieder auf. Der Druckkopf fährt zur Seite gegen den Filamentcutter und schneidet das Filament einmal durch. Dann müssen wir wieder den Hebel am Druckkopf ziehen und können danach das Filament herausziehen und die Spule wieder verpacken. Ja, kommen wir am Ende des ersten Teils zu einem kurzen Fazit, ob die Versprechen von Creality auch eingehalten worden sind. Das kann ich fürs Erste auf jeden Fall bestätigen. Ihr habt ja gesehen, der Drucker ist sehr einfach aufzubauen. Das dauert jetzt ohne Film, ich sage mal ungefähr 10 bis 15 Minuten maximal. Die Ersteinrichtung ist auch super einfach gewesen. Man muss einfach nur den Anweisungen auf dem Display folgen. Das dauert natürlich etwas, weil er einmal alles durchkalibriert, aber man muss sonst soweit nichts weiter tun. Das macht der Drucker alles von alleine. Von der Qualität her macht der Drucker auch wirklich einen sehr guten Eindruck. Optisch finde ich den sowieso sehr schick mit dem ganzen Aluminium hier. Also wirklich auch ein sehr schöner Drucker. Preislich finde ich auch, kann man hier sicherlich nicht meckern. Die Combo kostet zum Zeitpunkt des Videos komplett nicht einmal 500 €. Ich finde also ein wirklich fairer Preis für das, was man hier auch bekommt. Die ersten Drucke habe ich ja auch schon gemacht. Wie ihr eben gesehen habt, habe ich hier einmal die Wastebox gedruckt. Da bin ich auch von der Qualität vollkommen überzeugt. Alles auch wirklich sehr sauber gedruckt. Hier und da muss man unten natürlich noch den Rand etwas mit der Feile oder Schmirgelpapier nachziehen. Aber die Druckqualität finde ich hier wirklich sehr gut. Dann habe ich hier nochmal so eine kleine Klammer gedruckt. Die ist ebenfalls auf dem Drucker schon drauf gewesen. Auch hier, soweit ich sehen kann, keine Druckfehler drin. Also alles sehr sauber gedruckt. Dann habe ich hier auch nochmal den Highspeed-Test gemacht. Der ist auch auf dem Drucker drauf gewesen. Das ist jetzt hier so ganz dünn gedruckt und richtig flexibel geworden. Hat aber auch super funktioniert. Die Oberflächen sehen wirklich sehr schön aus. Unten hat er so ein paar Ministellen, jetzt hier nicht ganz geschlossen, ist also nicht wirklich wasserdicht. Aber grundsätzlich von der Oberfläche her finde ich die Drucke jetzt wirklich sehr, sehr gut. Den habe ich jetzt hier mal aus der CFS herausgedruckt mit weißem Filament. Das hat auch sehr einfach funktioniert. Aber das Drucken mit dem CFS bzw. dann auch das Farbdrucken mit dem CFS werde ich euch noch in einem zweiten Video mal zeigen. Da werde ich auch mal versuchen, ein paar bunte Modelle zu drucken und ich hoffe, das ist auch genauso einfach. Und ich kann euch auch mal zeigen, wie man die Modelle dann im Slicer einfärben kann. Abschließend kann ich eigentlich zu meinen ersten Erfahrungen sagen, dass der Drucker auf jeden Fall anfängerfreundlich ist. Wir konnten den einfach zusammenbauen, wir konnten die erste Installation einfach durchführen und wir konnten den ersten Druck sehr einfach machen. Für dieses Video würde ich sagen, war es das jetzt erstmal. Der Link und alle Informationen zum Drucker stehen natürlich unten in der Videobeschreibung drin. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir aber gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Drucker haltet. Lasst mir gerne ein Like da, vergesst nicht das Abo, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao!